Willkommen zu Frequent Traveler TV und da muss ich mein iPad nehmen, damit ich euch die frisch gepressten Themen vorstellen kann. Und zwar Wizz Air reduziert seine XLR-Bestellungen. Weiter geht es dann mit den Freunden künstlicher Intelligenz am Flughafen Frankfurt. Sehr künstliche Intelligenz bei Delta, wenn es um Tickets geht. Vielleicht aber auch bei United künstliche Intelligenz, wenn es auch um Tickets geht. Und wir haben dann nochmal ein Thema: Austrian Airlines verbessert den Business Class Service. Ihr hört, wir sind ja am Flughafen in Zürich vom Stammtisch. Also viele Themen. Ich bin mal gespannt, ob ich ein Thema, ach klar, natürlich, Hawaii Airlines Alaska. Die haben nicht nur was mit dem Reh, also nicht unser deutsches Reh oder der Schweizer Reh, sondern eine andere Art von Reh oder Hirsch oder was es da so gibt, Unfall gehabt. Aber Hawaii und Alaska werden das Meilenprogramm zuführen oder zusammenführen oder zuführen, keine Ahnung. Und dann ist das Problem natürlich, werden sie das nutzen, um Schweinereien zu machen? Also seid dabei, schaut es euch an. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich auch immer zu kommentieren. Kommt auf die School Community, dann besprechen wir die Themen. Das erste Thema, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, ist natürlich das Thema 321 XLR. Und wir haben ja mit Wizz Air einen Contender gehabt, der halt gesagt hat, hey, wir wollen wachsen, wir wollen Wachstum mit der XLR. Aber die haben einen Gewinnrückgang von 62%. Das sind also 167 Millionen Euro, die sie jetzt haben, also 167,5. Probleme sind natürlich, dass 42 320er Neos gegroundet sind, weil die halt mit den Triebwerken Probleme haben. Der Kostenanstieg 20% plus. Aktienkurs ist auf Tiefstand. Und natürlich auch, dass man jetzt sich mehr auf Mittel- und Osteuropa konzentrieren möchte, strategiemäßig, und hat Abu Dhabi gefinisht. Ja, Abu Dhabi ist tot und damit sind dann auch einige westeuropäische Märkte wieder mehr im Fokus. Österreich, Italien, UK, also United Kingdom. Die Flotten- und Wachstumsstrategie ist jetzt nur noch 10 bis 12% anstatt 20%, was man vorher wollte. Denn das Abu Dhabi AOC wird eingestellt. Es kommen 12 Flugzeuge wieder zurück zur Wizz Air. Und da ist es halt so, dass die teilweise Umwandlungen dieser 321 XLR, von denen man ja 47 bestellt hat, nur so 10 bis 15 haben möchte. Und die wandelt man um in 321er Neos. Lieferungen wurden ja auch schon um bis zu 2 Jahre gestreckt. Und die erste XLR sollte, oder beziehungsweise ist ja schon im Mai ausgeliefert worden an den Standort Luton. Ja, damit ist halt die Langstreckenstrategie mit den A321er XLR weitgehend passé. Man macht das dann nicht mehr. Und man fokussiert sich wieder natürlich auf das klassische Low-Cost-Geschäft und möchte damit dann halt innerhalb Europas wieder Gas geben. Beim zweiten Thema war auch Gas geben gesagt, aber das Gas geben war ein bisschen anders. Und zwar eine 737-700 von Alaska kollidiert bei der Landung am Flughafen Kodiak mit Rotwild. Ich weiß nicht, ob es das deutsche Reh ist, das gibt es ja wahrscheinlich da nicht, das ist eine andere Gattung. Dabei wurde das Fahrwerk beschädigt und das Flugzeug ist damit außer Dienst. Keine Verletzten bei Passagieren oder Crew. Hintergrund ist natürlich, dass halt Wildunfälle selten sind, aber sie passieren halt, wenn man halt irgendwo mitten in Alaska unterwegs ist, in der Natur. So wie ich hier hinten mir am Züricher Flughafen Natur habe, sind Gott sei Dank nur Bienen, die ich gesehen habe. Da sind dann halt solche Sachen wie 2020 Kollision mit dem Braunbären in Yakutat. Und deshalb, also da ist einigermaßen wild unterwegs. Also ein kurioser Unfall, deshalb berichtet Gott sei Dank wahrscheinlich nur das Reh oder was das nordamerikanische Pendant dazu ist, umgekommen. Das Thema Alaska Airlines ist natürlich auch ein Thema, wenn es um Meilenpunkte und so weiter geht, weil sie Hawaii genommen haben mit dem Stammtisch, den wir hier gestern hatten. Natalie nochmal gesprochen und Natalie sagte, ja, Hawaii, das war ein geiles Programm. Ja, Hawaii war ein geiles Programm, aber das Programm wird halt, damals gab es ja noch über die Amex USA, dass man das dann auf Hawaii und dann von Hawaii auf Condor bringen konnte. Und da ist es so, dass man jetzt das gemeinsame Vielfliegerprogramm von Hawaiian Airlines und Alaska nach der Akquirierung durch Alaska Airlines auf den Start bringen will, 1. Oktober 2025. Heißt also, Hawaiian Airlines oder Hawaiian Miles wird eingestellt, geht vollständig in Alaska Mileage Plan um. Und Mitte August erfolgt wohl die offizielle Ankündigung. Ist noch ein bisschen hin bis dahin. Ende September werden die Hawaiian Miles Konten migriert. Heißt also, es gibt dort eine eingeschränkte Funktion zum Nutzen.
Das Versprechen ist aber, dass man das Beste aus beiden Programmen bekommt und das macht einem ja Angst. Status, Meilenwerte, Konten sollen übernommen werden ohne direkte Abwertung. Aber wir wissen doch alle, dass genau diese Fusionen dazu genutzt werden, um die Programme abzuwerten. Bei Alaska gab es ja auch Abwertungen. Heißt also, dass man dort natürlich Einschränkungen oder versteckte Änderungen sind mit der Meilenentwertung, mit denen wir rechnen. Aber wir warten bis August, bis dann was passiert. Wer was zu passieren hat, das ist KI, künstliche Intelligenz am Frankfurter Flughafen. Da gibt es das SEER, also SEER. Und SEER nutzt kameragestützte KI, um die Turnaround-Prozess, also das heißt, der Prozess, wenn das Flugzeug ankommt, bis es wieder umdreht und weggeht, zu verkürzen. Heißt also, man guckt, ob der Tanker da ist, Gepäck da ist, Catering da ist. Und das wird in Echtzeit von dieser künstlichen Intelligenz analysiert. Und Ziel ist es halt, schnellere und planbare Flugzeugabfertigung zu machen, um Verspätung zu reduzieren und natürlich auch, um die Ressourcen zu schonen. Seit 2023 ist das Ganze im Test an 5 Parkpositionen. Und bis September 2025 soll es an 20 Parkpositionen verfügbar sein. Und danach soll es am gesamten Flughafen sukzessive eingeführt werden. Die Lufthansa, also Zero G und Fraport, alle Dienstleister sollen auf die Nahenden zugreifen können, um dann agieren zu können. Nutzer sagen halt, ja, die klassische Automatisierung, das ist ja halt immer, es ist herausfordernd. Und da bin ich mal gespannt, wie die künstliche Intelligenz das macht und wie sie das dort kreiert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also ich finde das immer wieder spannend, wie Technologie uns unter die Arme greift. Wäre ja mal spannend, wenn das funktioniert. Was auch spannend ist, ist, wie künstliche Intelligenz uns bei Ticketpreisen bei dem nächsten Thema dort auspresst. Heißt also zum Beispiel, die US-Studie zur Preisgestaltung sagt halt, dass auf 19.000 Flugpreisen auf 3.200 Routen American Airlines, United und Delta dort unterschiedliche Preise macht. Heißt also, American Airlines hat bei Soloreisen 57% Mehrzahlung bei Soloreisenden bekommen auf Routen. Bei United ist es so, dass Reisende, die alleine reisen, 8% und mindestens 5% mehr zahlen. Delta ist kein Unterschied bei Einzel- und bei Doppelbuchungen gesehen worden. Aber dort werden oft Individuellpreise benommen. Das heißt also, dass es auf einer Strecke 20 verschiedene Preise gibt. Und Delta Airlines hat ein KI-Projekt gestartet in 2024, 1% der Buchungen. Und die haben eine positive Bilanz, denn sie wollen die Ausweitung auf 20% aller Inlandsflüge bis 2025 machen. Wichtig ist halt, dass man damit die Preisberechnung in Echtzeit auf Basis der erwarteten Zahlungsbereitschaft macht. Heißt also, ja, da vorne geht das los. Edelweiss. Headquarter von Edelweiss ist direkt hier vorne. Ihr seht das wahrscheinlich nicht, weil es in den Wolken ist. Aber lassen wir uns davon nicht beirren, von dem geilen Sound. Und zwar ist es so, dass man diese Zahlungsbereitschaft der Kunden nutzen möchte, um damit dann wirklich für uns das meiste Geld rauszupressen. Und es gibt natürlich dann auch Bedenken über Datenschutz, aber auch darüber, dass man halt Preiserhöhungen bis an die Belastungsgrenze durchführt. Und jetzt ist es so, dass die Senatoren in den USA eine Aufklärung wollen und Delta sah sich sogar genötigt zu sagen, nein, wir machen keine individuelle Preissetzung anhand persönlicher Daten. KI ersetzt nur manuelle Analysen und Prozesse. Heißt also, die Fluggesellschaften nutzen natürlich Algorithmen, macht Lufthansa ja auch und alle, und oft zu Lasten von Alleinreisenden. Delta positioniert sich als Vorreiter, jedoch keine persönlichen Daten, die sie einsetzen wollen, aber komischerweise, wie wollen sie das dann wissen? Also ich verstehe es nicht, wie es ohne persönliche Daten geht. Und natürlich ist es so, dass die Diskussion in den USA auch Sinn macht, wenn man dann spricht darüber, inwieweit das fair ist und transparent. Heißt also im Prinzip, ja, es ist unfair. Ihr könnt ja dazu schreiben, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet, wie ihr das seht mit künstlicher Intelligenz und mit den Preisen, dass man die Leute an die Belastungsgrenze heranführt. Bin ich mal gespannt, wie eure Kommentare sind. Etwas Tolles finde ich wieder, dass bei Austrian Airlines, die Business-Klassen, gibt es auf der Langstrecke ein Service-Upgrade. Heißt also, das Kreuzsaal-Frühstück kehrt zurück. Das ist halt, wenn die Frühstück per Auswahlkarte individuell zusammengestellt werden kann. Gerade auf Nachtflügen und wenn man dann halt die Leute hat, die halt was essen wollen. Kreuzer heißt wahrscheinlich Kreuz machen, wenn das auf Deutsch ist, Hochdeutsch. Aber auch österreichische Spirituosen sind an Bord. Gin X1 vom Burgenland, Gurktaler Kräuterlikör aus Kärnten, Roggenhof Single Malt Whisky aus Haida, Mozart Schokolikör aus Salzburg, woher sonst, und Ignaz Wodka aus dem Vorarlberg. Und
Es werden internationale Marken ersetzt, um die Markenidentität und auch mehr das Österreich-Sein zu unterstreichen. Und das finde ich sehr toll, weil das halt wirklich immer wieder spannend ist. Auch ist so, dass die Menükarte strukturiert wird, besser, klarer, Fokus auf Regionalität, neue Informationen, Spirituose und Wein natürlich. Und Dessertwein ersetzt den klassischen Portwein. Ja, ich denke mal, dass natürlich das Softprodukt abgedatet werden müsste, genauso wie das Hardwareprodukt. Aber es wird nur das Softprodukt abgedatet, nicht das Hardwareprodukt. Der Sitz bleibt halt der Sitz, der ist. Das ist halt ein Hotelzimmerservice, an den das angelehnt ist. Und von der Swiss wird das ja auch genutzt. Ja, heute fliegen hier viele Flugzeuge am Flughafen. Sehr schön. Halt Pro ist halt regionale, individuelle Auswahl, positives Markenerlebnis. Aber Nachteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass Bestellfehler sind und wirkt halt weniger exklusiv. Ihr habt heute wieder 2 Fragen des Tages. Also einmal natürlich, wie findet ihr KI? Wie findet ihr, dass künstliche Intelligenz unsere Preise nimmt und guckt, wo ist unsere Schmerzgrenze? Wo ist bei Lars Ende, wenn er ein Ticket bezahlt, oder bei dir? Und die andere Sache, wie findet ihr die Serviceoptimierung, Serviceverbesserung in der Business Class bei der Austrian Airlines, dass es mehr regional ist? Da bin ich mal gespannt, wie eure Antworten sind. Ich selber, ich danke euch. Hier in Zürich ist es noch stabil vom Wetter her, Gott sei Dank. Also insofern noch kein Regen, so wie es mir angedroht worden ist. Ich mache mich dann gleich weiter auf die nächste Reise. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald, bis zur nächsten Sendung. Und jetzt tschüss und ich höre auf zu wackeln.